Es ist wieder soweit. Die neuen Bauabschnitte sind eingetroffen. Heute mit am Start dieses wirklich schwergewichtige Chassis-Mittelteil, der linke vordere Radkasten mitsamt der Batterie, wirklich unspektakuläre Kleinteile und schließlich ist auch noch der rechte vordere Radkasten mit dabei. Boah, warten wir denn eigentlich noch? Los geht's! Beim Chassis-Mittelteil gilt es zuerst mal, dieses kleine Einsatzstück einzusetzen. Das kann ja nicht besonders schwer sein, gelang mir allerdings erst, nachdem ich es an der Seite ein wenig zusammengedrückt hatte. Und hier ist mir schließlich ein kleines Missgeschick unterlaufen. Irgendwie hatte ich immer befürchtet, dass mir das irgendwann mal passieren könnte, nämlich dass ich eine Schraube überdrehe. Leider konnte ich die Schraube nicht mehr ohne weiteres entfernen, da bleibt nur diese auszubohren. Davon abgesehen verlief der 11. Bauabschnitt eigentlich problemfrei. Im 12. Abschnitt wird schließlich der linke Radkasten gebaut. Viel gab's hier eigentlich nicht zu tun. Im Wesentlichen wird ein Montagewinkel und die Autobatterie verbaut. Abschnitt 13 startet absolut unspektakulär. Da sind erstmal noch weitere Anbauteile für den Radkasten mit dabei, unter anderem der Wischwasserbehälter. Etwas spannender wurde es dann, als ich zum Einbau der Federung kam und schließlich den Radkasten aufsetzen konnte. Selbiges ist ein wenig fummelig, weil man an gefühlt 10 Stellen gleichzeitig ausrichten muss. Zu guter Letzt beginnen wir mit dem Zusammenbau des rechten Radkastens. Das ist eigentlich schon nach 2 Minuten vorbei, da es außer einem Anbauwinkel und einem Kurbelgehäuse nicht viel zu verschrauben gibt. Das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Aufbauvideo. Wir haben gebaut. Nein, ihr habt zugesehen, gebaut habe ich das Chassis-Mittelteil, die Radkästen und ein paar Anbauteile. Größere Schwierigkeiten gab's diesmal nicht, wenn man mal davon absieht, dass ich eine Schraube abgebrochen habe und diese mal eben rasch ausbohren musste. Auch deshalb nochmal der Hinweis, bewahrt doch die überzähligen Schrauben aus den vorherigen Bauabschnitten auf. Vielleicht seid ihr irgendwann mal froh drum. Ansonsten schaut euch mal das an. Das Ding ist jetzt schon gewaltig und richtig schwer. Stolze 1,345 Kilogramm bringen wir hier schon auf die Waage. Und der einzelne Radkasten bringt nochmal 145 Gramm. Darin sind die Motorhaube und die Frontnase noch nicht einmal enthalten. Seid ihr auch schon gespannt, wie es weitergeht? Dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Gebt mir doch einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.